Leute, heute mal ein riesiger schwarzer Klotz hier auf dem Tisch. Und zwar der Begadi Gewehrkoffer Zulu Hardcase. Das Ding ist riesig und was das gibt, das gucken wir uns jetzt an. Der Koffer ist aus robustem Polypropylen und kostet ca. 80 Euro. Als allererstes, wirklich riesig das Teil. Wir machen es mal auf. 4 Schnallen sind hier dran. Und ihr kriegt den direkt gefüllt von den Begadi. Wenn das mal nichts ist, nee, leider natürlich nicht. Wir haben einfach mal alles, was wir jetzt gerade hier so rumliegen hatten, haben wir jetzt einfach mal reingepackt. Passt alles rein. Richtig, richtig geil. So, das ganze Zeug mal rausgeräumt. Einfach nur mal, um zu sehen, was hier alles so reinpasst. Ich könnte mir vorstellen, mein SA25 passt hier auch rein. Das ist 1,10 lang. Denn das Innenmaß hier ist 1,16. Hier die Höhe sind 30, hier 25 und die Höhe dann zusammengeklappt sind ca. 10 cm. Wie ihr ja gesehen habt, die Knifte vom Tom hat auch mit reingepasst und da ist ja die Lampe, steht ja extrem weit ab. Das hat trotzdem perfekt hier reingepasst, das hat sich hier gut gedrückt. Ausgekleidet ist jetzt der gesamte Koffer hier mit diesem Waffelschaumstoff. Der ist auch angeklebt, also der fällt auch nie einfach hier raus. Falls ihr jetzt zum Beispiel so Würfel- oder Rasterschaum hier reinmachen wollt, um das Ganze noch besser zu organisieren, dann müsst ihr das hier halt rausreißen. Begadi hat das leider nicht im Angebot, müsst ihr euch irgendwo im Internet besorgen oder so. Der Vorteil von diesem Waffelschaum ist natürlich, dass wenn ihr jetzt verschiedene Waffen immer mal rumtransportiert, könnt ihr die natürlich irgendwie hier reinlegen. Das Geile bei dem Würfelschaum ist natürlich, wenn ihr das dann perfekt ausschneidet für eure Waffen und eure Gear, dann sieht das natürlich richtig, richtig geil, perfekt sortiert aus. Müsst ihr selber wissen, wie ihr das dann braucht. Ich würde es einfach so lassen, weil wenn es zugeklappt ist, wo will es denn hin? Es ist zu. Hier, wenn wir es jetzt einmal offen haben, haben wir oben und unten jeweils so ein Fach, um quasi irgendeine ID, irgendeine Kennung reinzumachen. Könnte ich jetzt zum Beispiel einfach einen Zettel reinmachen mit Finch, damit die alle wissen, das ist Finch sein Koffer, den nehme ich mal mit, da wird irgendwas Teures drin sein. Genau, wie gesagt, oben und unten einfach hier rausmachen und dann wieder reinschieben hier. Machen wir das Ganze mal zu, über die großen 4 Schnallen hier. Drehen wir den Koffer mal rum, da haben wir hier 4 Scharniere, jeweils hier mit so einem Stahlbolzen als Scharnier. Das wird auf alle Fälle gut halten. Hier haben wir noch so Füße, damit wir den auf den Boden stellen können. Was er jetzt leider nicht hat, sind Rollen an der Seite, dass man den quasi einfach durch die Gegend ziehen kann. Damit kann er leider nicht punkten. Auf der Seite hier, ich hoffe, dass man es sehen kann, haben wir hier jeweils eine Öse fürs Schloss. Wichtig, wenn ihr jetzt hier eine Airsoft oder irgendwas transportiert, erst wenn hier ein Schloss drin ist, ist es überhaupt zulässig, die so zu transportieren. Nur der Koffer alleine, der bringt jetzt natürlich noch nichts. Wir haben uns hier mal so einen Koffer besorgt, der schon ein bisschen länger in Gebrauch ist. Ja, wie man sieht, ein bisschen Kratzer und so sind drauf, aber jetzt keine großartigen Beschädigungen, was jetzt quasi den Koffer schrottreif machen würde. Wie man jetzt hier sieht, sind die Koffer leider nicht stapelbar. Das wäre schon ziemlich cool noch, wenn man eben irgendwelche Einraster hier hätte, dass man 2 Koffer oder mehrere einfach übereinander macht und die dann sehr, sehr fest aufeinander liegen. Die sind jetzt leider lose. Ja, hätte man machen können. Muss man jetzt ja nicht unbedingt. Der, dem dieser Koffer hier gehört, der ist sehr, sehr zufrieden damit. Der hat jetzt das Ding ein bisschen länger als ein Jahr und ja, kann sich absolut nicht beklagen. Die Außenmaße sind 1,19, 33 und 14 cm. Könnt ihr jetzt mal schnell nachrechnen oder nachgucken, wie es bei eurem Auto aussieht oder ob ihr euch ein neues kaufen müsst, damit das Ganze dann reinpasst. Wir hatten noch vor, den Koffer irgendwie aus dem 1. Stock oder so runterzuschmeißen, aber mal ganz ehrlich, Leute, wir sind hier nicht bei Mythbusters. Der andere Koffer, den ihr vorhin schon gesehen habt, der ist oft genug schon mal runtergefallen und ihr habt erkannt oder ich habe es vor mir liegen gehabt, der hat nur Kratzer oder irgendwie sowas Ähnliches. Da ist noch nichts abgeplatzt, da ist kein Riss und kein gar nichts. Deswegen, der hält einfach was aus. Ohne dass wir jetzt hier die übelsten Action-Shots machen müssen. Kleiner Nachtrag für Anfänger, ihr müsst euch jetzt natürlich nicht zwangsläufig sofort so einen kostenintensiven Koffer besorgen. Es gibt ja zum Beispiel auch Föderale, das geht so bei
ja, 15 € circa los. Das ist jetzt hier eins, das habe ich jetzt immer benutzt. Das ist einfach aus dem Jagdbedarf. Auch ganz einfach hier. Ja, auch mit diesem Schaum ausgelegt hier. Natürlich aufgrund der Form passt ja natürlich weniger rein. Also das SR25 würde zwar von der Länge her reinpassen, wie man sieht, ist das Futteral noch länger als der Koffer. Aber leider aufgrund dieser Form passt es leider nicht. Da ist natürlich so ein Koffer mit seiner eckigen Form sinnvoller, kann man hier noch ein bisschen anderen Stuff mit reinhauen. Begadi hat generell eine sehr, sehr große Auswahl an Koffern und Futteralen. Die haben natürlich auch kleinere Koffer für kürzere Waffen oder für Pistolen und auch Futterale in diversen Größen und natürlich auch Preiskategorien. Das soll es gewesen sein zum Gewehrkoffer Zulu. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas, haut die unten in die Kommentare rein. Und ja, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Nee. Damit ihr wisst, ob euer Auto auch groß genug ist, die Außenmaße sind 3 Meter. Ich bin 4 Meter. 5 eher sogar. Heute eine Trommel. Aua. King of the Bongo, King of the Bongo. I am the King of Bongo, baby. I am the King of Bongo Bong.